Anlieger. Okay. Ich glaube, das Ding muss ich ein paar Mal fahren. Ihr merkt schon, ich bin nicht so ganz in Form. Das liegt daran, dass ich 2018 fast gar nicht zum Biken gekommen bin. Und das merkt man jetzt halt. Hier gibt es ein paar Sprünge. Die nehme ich natürlich nicht, wie immer. Hier geht die Mainline weiter. Gucken wir uns die erstmal an. Vielleicht später noch die roten. Geil. Bisschen North Shore. Kleiner Drop, kleiner Ast. Naja. Oh ja. Hier hat sich ein bisschen was angesammelt. Ich glaube, jetzt bin ich in die falsche Line gefahren. Mal sehen. Ich glaube, das sollte man gappen, aber gut. So. Ziel, ja. Sieht so aus, als sei ich hier schon am Ende angekommen. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Naja, hier macht sich jetzt der Regen von den letzten Tagen bemerkbar. Was für eine Schlammschlacht, Alter. Alter, ich bin richtig am Ende schon. Und es sind hier vielleicht 75 Höhenmeter. Oder 50 zu hoch zum Essnos. Alter, da merkt man halt, wenn man nicht trainiert, eine Weile. So Freunde, was geht? Ich bin heute auf der Essnos in Esslingen, in der Nähe von Stuttgart. Warum Stuttgart? Ja, das ist einer der 3 Themen, oder ist eines der 3 Themen, die sich bei mir auf dem Channel ändern. Ich bin nach Stuttgart gezogen und deshalb bin ich auch letztes Jahr nicht so viel zum Biken gekommen, weil da ziemlich viel Struggle war, auch beruflich mit Pendeln zwischen Mannheim und Stuttgart und so. Egal, das will ich euch alles ersparen. Also long story short, ich bin nach Stuttgart gezogen. Das seht ihr da in der Ferne. Genau, was ist das Zweite, was sich ändert? Ihr hört es schon. Ich versuche meinen Channel mal auf Deutsch aufzunehmen und mal zu gucken, wie das so klingt. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen cooler, weil es ein bisschen natürlicher rüberkommt, weil ich halt einfach so labern kann, wie ich das auch normalerweise tue. Mit dem Englisch ist halt so ein bisschen schwierig. Da muss man dann irgendwie beim Runterfahren sich auf Englisch irgendwie noch irgendwelche Dinger überlegen und so. Das ist so ein bisschen nervig und anstrengend. Deshalb versuche ich es mal auf Deutsch und gucke mal, wie das so rüberkommt. Das mache ich jetzt mal ein paar Videos und gucke, wie die Resonanz ist. If you're one of my English-speaking viewers, let me know in the comments how the closed captions work for you, because I plan to put closed captions on the videos where I speak German. Yeah, so just write into the comments how you like it, hearing me talk in German with closed captions. And yeah. Also zurück zu Deutsch. Das Dritte, was sich ändert, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist eine Kameraeinstellung. Und ich bin mal gespannt, ob euch das auffällt. Wer schon länger dabei ist bei diesem Channel, der wird es vielleicht merken. Und ja, lasst mich mal wissen, was ihr zu den Änderungen denkt. Jetzt bin ich wieder oben auf dem Zubringer. Runde 2. Ja. Das ist ja praktisch. Hier hat jemand sein Wasser geparkt. Ha. Insingo. Mega geiles Wasser. Unbezahlte Werbung.
aber das geilste Wasser, wo gibt. Schön hier aus der Nähe, aus Ensingen. Und das Wasser ist deshalb so gut, weil der Regen, der oben auf den Hügel regnet, durch einen Friedhof durchsickert und das ganze Magnesium aus den Knochen mitnimmt. Und dadurch ist das Wasser sehr magnesiumhaltig. So ist zumindest die Legende. So, zweite Runde. Also wie gesagt, es ist noch früh im Jahr 2019. Es hat jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen was geregnet. Und ich dachte eigentlich, das ist hier schlammiger. Aber es ist echt ziemlich geil. Ziemlich grippy. Kurve mache ich noch mal ohne Stock. Bisschen slippery. So, hier ist ein bisschen abschüssig. Hier kommt dieser komische Double oder was das hier heißt. So, wer schon länger dabei ist hier, der weiß ja, dass ich nicht der beste Mountainbiker bin. Bei mir gibt es halt eher so Trails aus der Sicht von einem Anfänger oder fortgeschrittenen Anfänger. Aber kein krasses Shredden, sondern eher so ein bisschen sehen, wie die Trails sich so fahren, wenn man nicht von Red Bull gesponsert wird. Und da so ein bisschen die Angst davor nehmen. Und euch ermutigen, das auch selber einfach auszuprobieren. Einfach rauszugehen, zu fahren, die Natur zu genießen, zu reisen. Wenn das was ist, was für euch interessant klingt, dann subscribt, abonniert meinen Channel und ich würde mich freuen, wenn du dann auch in Zukunft wieder häufiger dabei bist, wenn es neue Videos gibt. So, das ist jetzt hier mal eine andere Ausleitung als eben. Anderes Ende. Auch ganz nice. Also Esno ist auf jeden Fall einer der technischeren Trails hier in Stuttgart bis jetzt. Für mich ziemlich cool. Ist natürlich nichts, was man irgendwie mit Saalbach, mit den Alpen vergleichen könnte. Mit der Zona Zero in Spanien. Aber schon ziemlich cool. Macht Spaß auf jeden Fall. So Freunde, jetzt drehe ich noch mal ein paar Runden hier auf dem blauen Teil mit den 3 Kurven. Wenn hier jemand von der Dick Crew zuguckt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hätte Bock mal zu helfen. Also sagt's Bescheid. Hier, die Kurve erinnert mich übel an den Fuchstrail da bei Bensheim im Odenwald. Ziemlich geiler Trail, der Fuchstrail. Absolute Empfehlung, da mal hinzufahren. Könnt ihr auch auf meinem Channel mal angucken. Das gute Stück. Der Knackpunkt ist, das Ding besteht nur aus solchen Kurven wie der hier. Das ist echt geil geshaped.
Also Jungs und Mädels, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr was zu sagen habt, Feedback zu meinen Änderungen hier auf dem Kanal oder sonst was, wie ich mich verbessern kann beim Biken. Subscribt auf jeden Fall, wenn ihr mich häufiger sehen wollt, oder lasst ein Like da.